atomar, biologisch, chemische Kampfstoffe. Gegen diese Sachen ist dieser Koffer gefeit. Man hat hier eine Sauerstofffilteranlage, damit die atomar verseuchte Luft nicht in den Koffer kommt. Oh mein Gott! Ja. Dieser Koffer ist für den Ernstfall gebaut worden. Also 170 Stück wurden nur gebaut. Deshalb sind diese sehr gefragt. Herzlich willkommen bei Hauptsache weg. Ihr kennt das sicherlich beim Camping in Deutschland. Das Wetter kann man gar nicht mehr einschätzen und mit Zelt ist echt schwierig, einen sicheren Unterschlupf zu finden. Hi. Hallo Christian. Ja, hallo Maria. Du stellst uns heute mal das interessante Ding vor. Ich habe keine Ahnung, wie man das bezeichnen kann. Hauptsache los, Hauptsache fort, Hauptsache raus, ein neuer Ort, Hauptsache weg, einfach nur frei. Die Sonne ruft, wir sind dabei, Hauptsache weg. Das ist natürlich ein militärisches Gerät, was aus DDR-Zeiten stammt. Und man hat ein autarkes Wohngebilde, was relativ stabil ist. Das ist glasfaserverstärkter Kunststoff, Ach, okay. GFK abgekürzt. Ja, Bessere GFK. Wohnwagen haben so etwas auf dem Dach. Hier besteht das ganze Fahrzeug da drauf. Die Tür Und? ist auch vor allem massiv, ne? Ja, natürlich, das ist ja, bombensicher sozusagen. Jetzt sind wir hier im Inneren. Das heißt, wir haben hier eine auch militärisch gesicherte Beleuchtung. Das heißt, hier ist extra nochmal ein Schutz, der auch vor Feuchtigkeit schützt. Wir haben abgesicherte Steckdosen für die Stromversorgung. Wir haben hier eine aus DDR-Produktion übliche Verkleidung der Seiten. Das heißt, das ist eine Art Holzimitat, was man eigentlich in der DDR überall gesehen hat, in Grenzübergangsstellen, in Zügen. Ist das nachgebaut worden oder war das schon drin? Das sind noch Originalreste, die man noch hatte. Der ganze Koffer wurde auseinandergenommen und wurde von Grund auf renoviert. Hier kann man auch sehr schön sehen, die eigentliche Verdunklung. Hier gab es für jedes Fenster, man muss sich mal die Mühe überlegen, die sich der Ingenieur damals gemacht hat, einen extra Rahmen gemacht, wo man diesen Überzug drüber machen kann. Und der ist original, der Überzug? Der ist original. Der hat leider nicht so lange gehalten, der ist hier schon etwas abgenutzt, um die Fenster zu verdunkeln. Hier ist dann Technik untergebracht. Das ist allerdings nicht mehr die originale Technik, sondern das wurde nachgerüstet. Hier waren dann Aufbewahrungssachen und man hat anders als in der originalen Ausstattung dann gute DDR-Feldbetten reingebaut. Gerade in der Campingszene hat man diese Koffer sehr gerne genommen und die dann nach dem eigenen Gusto umgebaut, um sie dann eben vernünftig nutzen zu können. Weil im Normalfall waren hier Sitzbänke drin. Hier haben Menschen nicht drin geschlafen, sondern haben sich aufgehalten und haben dann irgendwas geplant. Und was ist das für eine besondere Lampe? Ja, das ist sogenanntes blaues Licht. Ich kann es mal anmachen. So, jetzt wirkt das natürlich nicht, weil wir von draußen anderes Licht bekommen. Und dann der Oh mein Gott! Ja, es ist schon richtig. So, Oh mein Gott! Jetzt sind wir drin. Oh Gott! So, das ist schon richtig creepy, ne? Ich meine, Aber ganz ehrlich, wer Platzangst hat, sollte wahrscheinlich hier drinnen. Die Tür ist wirklich so sicher. Klar, du kannst die Hebel die aufmachen, ist aber. noch nicht richtig zu, die Tür. Ja, die hier kommt Tür, noch Licht durch. Verschließt normalerweise luftdicht. Ja. Und früher hing hier tatsächlich ein kleiner Zettel an. Jetzt machen wir mal wieder Licht an. Ja. Hing hier ein Zettel, wo drin stand, wie viele Personen es in diesem Koffer mit normaler Luft aushalten, wenn alles zu ist. Da stand dann also eine Person 30 Minuten, 2 Personen Oh mein 20 Minuten und so weiter und so weiter. Das ist ja. Dieser Koffer ist für den Ernstfall gebaut worden, dass es außen ordentlich kracht und draußen keine vernünftige Luft mehr zum Atmen ist. Aber dieser Kohlefilter, der könnte ja theoretisch ausfallen. So, und dann wissen die Leute,
Ich habe jetzt noch so und so lange. Jetzt können wir mal überlegen, gehen wir raus und haben eine entsprechende Schutzausrüstung. Oder kriegen wir hier drin keine Luft mehr, weil zum Beispiel der Filter ausgefallen ist. Wir haben ja noch einen kleinen Besucher, der sich unbedingt mal diese Höhle anschauen wollte. Ja, Bunker. Im Bunker. Das ist ja unglaublich, wie das über man muss halt... über Eck. Naja, da muss man sich schon gut verstehen. Ne? Man sollte dann da auch Kopf an Kopf liegen. Und Ja, vor allem, ne, wenn der eine mit dem Kopf dort liegt und die Füße dann ja, dort. das oder? sollten wir lassen. Das sollten wir lassen, ne? Du, da schläfst du besser ein. Mit Geruch schläfst du besser ein und gehst in den Tiefschlaf, ne? Und der Koffer ist von oben begehbar. Wir haben das schon gemacht auf irgendwelchen Treffen. Wir haben die Klappe aufgemacht, haben uns oben aufs Dach gesetzt und haben gefrühstückt. Und insbesondere, wenn der Koffer auf dem Fahrzeug steht, ja, der Koffer selber ist 2 Meter hoch, 3,30 Meter innen lang. Du kannst, ne, wir sind ja auch sehr groß, du kannst wirklich hier drinnen stehen. Das ist der Vorteil, Und ja. in manchen Wohnwagen kannst du nämlich nicht stehen. Wir ne? haben Da also musst du so- knapp 1,80 Meter und deshalb ist dieser Koffer eben auch gerade bei Campern beliebt. Und es ist ein super Gefühl, wenn dieser Koffer noch auf einem Fahrzeug steht und du sitzt oben mit jemandem, den du magst und frühstückst und guckst dir die Welt drumherum an. Also ist schon eine tolle Sache. Die Koffer sind sehr gefragt. Es gibt so gut wie keine mehr. Das sind ja auch, was ist Das das ist noch Armee. Das ist Armee. Ich hätte jetzt Ja. auch gedacht DDR oder Ja, so. das nimmt sich ja nicht viel, weil Aber guck mal. die Gestelle sind für die Armee gesagt. Die Stoffe sind aber DDR-Normalware, die man auch in irgendeiner Gaststätte oder in einem öffentlichen Gebäude hätte finden können. Ja. Man kann hier sehen, man kann das hoch und runter klappen und es ist hier in dieser Schiene befestigt worden. Vor allem diese Sachen, die sind eben nie verklebt, so wie heute. Nein, Da das ist kann alles man dann- verklebt. Du kannst alles umbauen, selber bauen und brauchst nie irgendwie einen Fachhändler dazu, sondern du kannst es einfach selber Bisschen abmontieren. handwerkliche- Genau. So, geheizt wird hier die sogenannte Reichsbahnheizung. Das sind Heizelemente, 750 Watt pro Röhre. Und damit wird dann der Koffer beheizt. Das wird richtig heiß, dieses Rohr. Das wird richtig Darf man nicht dran fassen. deshalb ist der Schutz dran. Es ist so. jetzt nicht so, dass die Hand wegschmilzt. Aber wie gesagt, das ist eine Heizung, die in jedem Eisenbahnwagen früher drin war. Die ursprüngliche Heizung ist hier hinter. Okay. Das ist eine Diesel- bzw. eine kombinierte Heizung. Dieser Koffer ist dafür gemacht worden, autark zu sein. Und dafür ist er gebaut worden, damit Leute irgendwo überleben, so traurig sich das anhört. Eben die Führungskräfte der Armee, die irgendwo dann irgendwas verwalten sollen, was nicht mehr dasteht. Ne? Ja, so makaber wie das ist. Ne? Aber gibt es denn Ersatzteile dazu noch zu kaufen? Also Sehr wahrscheinlich. schlecht. Manche Leute machen es vielleicht auch auf schick, dass es über Genau, das von außen eben altmodisch aussieht und von innen richtig Hightech. Ja, Ne, ja, gibt es ne, ja auch. Wer zum Beispiel für, es gibt ja auch Gamer. Und dann kommen die stellen sich so einen Koffer in die Wildnis, können hier drinnen ihre Sachen gamen, zocken und dann gehen sie raus in die Natur und haben eben dieses doppelte Leben, ne? Der Gegensatz von dem Gaming haben sie eben noch diese Wildnis. Ist doch perfekt. Ich habe für die solche jungen Koffer Leute. auch schon gesehen in einer Hightech Luxus-Camping-Ausstattung. Das heißt, wenn ich diesen Koffer jetzt einem weiß ich nicht, irgendeinem professionellen Ausbauer hinstellen würde, kann der das auch machen, dass er aussieht wie Traumschiff. ein Traumschiff. Ja. Diese Art und Weise, so einen Koffer aufzuladen oder abzuladen, eigentlich müsste man in diese Richtung mal denken, dass man, es muss ja jetzt nicht so ein Militärding sein, es gibt ja wahrscheinlich auch Koffer, die man aus auch GFK herstellen kann, ein bisschen einfacher und schon eine Grundausstattung, zum Beispiel wie so ein Ikea-Bauset. Ne, du, Kann hast man doch, machen, ja. du hast so einen Koffer, du kannst deine Grundausstattung reinbauen und dann kannst du das draufladen und abladen, wie du möchtest als Familie. Da ist eine Containeraufnahme drauf. Ja, das ist natürlich. Das ist das Problem. Stimmt. Das ist sehr kostspielig, das gibt es nicht für 2000 Euro. Das gibt Firmen, die sich auf solche Sachen spezialisiert haben. Na, da ist der Haken. Und würde mal sagen, so ein Zugfahrzeug, wie es da steht, ist im circa sechsstelligen Bereich. Aber das ist noch eine Marktlücke, finde ich. In Kasten auf dem
Das Prinzip, Campingplatz ja. abzustellen. Das ist ein ganz tolles Prinzip. Das ist 2 in 1. Du kannst den Luxus von im Wohnmobilleben haben, dass du einfach nur 2 Tage irgendwo stehst. Ja. Aber du kannst auch den Luxus von einem Wohnwagen haben, dass du das absetzt und einkaufen gehst. Ja, jetzt sind wir wieder draußen an der frischen Luft. Wir Ja. haben jetzt ein bisschen länger da drinnen ausgehalten, aber mit Tür auf natürlich. Es ist jetzt mehr oder weniger bestimmt Deko. Nein, das sind ganz normale Benzinkanister, 20 Liter. So. Und ein Militärfahrzeug, dieser Koffer gehört ja zu einem Fahrzeug, hat natürlich immer Benzinkanister als Ersatz. Ne? Und hier, ein ganz wichtiges Detail, Ha? Ach, die sind dafür da, damit ich aufs Dach klettern kann, ohne durch die Luke zu gehen. Ich habe das mal gemacht, als ich noch jünger war. Vorsicht, Vorsicht. So, ne? So, und dann bin ich hier Oh. oben drauf. Ne? Ist ja unglaublich. Das ist ja... Ne? Einfach, aber funktioniert. Das ist Diese Koffer sind tatsächlich ABC-sicher. war nicht bei der Bundeswehr. Was bedeutet ABC sich? heißt atomar, biologisch, chemische Kampfstoffe. Gegen diese Sachen ist dieser Koffer gefeit. Das heißt, man kann ihn hermetisch verschließen. Ja, Und da ist Zappenduster dann drin, oder? es sieht aus wie eine Bunkertür, ist verschlossen, es sind Lufteinlassschlitze drin. Man hat hier eine Sauerstofffilteranlage. Eine Sauerstofffilteranlage. Ja, damit die atomar verseuchte Luft nicht in den Koffer kommt. Speziell für den militärischen Einsatz gebaut worden. Das ist ein sogenannter Stabskoffer. Das heißt, hier saßen Führungskräfte der Armee drin, die dann auf ihren Karten rumgespielt haben und geguckt haben, was noch übrig ist, wenn sie die Klappe wieder aufmachen. Also ich bin leicht überfordert. Eigentlich suchte ich ja nur eine Unterkunft für Regen. Jetzt habe ich eine Unterkunft für alle möglichen Situationen, die hier passieren können. Also wenn jetzt so ein Baum hier umkippen Ja, würde das aushalten, oder Das wie? würde die Behausung hier nicht groß stören. Da wären vielleicht ein paar Kratzer drin und dann mein war es das. Normalerweise fährt man nicht zum Camping mit so einem Fahrzeug, mit einem Koffer und dann noch mit einem Entladekran. Und Entladekräne gibt es auch nicht auf den Campingplätzen. Ja, So. das ist klar, das stimmt. Der Besitzer hat sich dann dieses gute Stück zugelegt für viel Geld Oh, und hat sich ein Spezialfahrzeug anfertigen lassen. das ist ja unglaublich. Und hat also hier auf ein Standard-Lkw-Fahrgestell eine Containeraufnahme aufgebaut. Und das stelle ich mir dann so vor, dass das dann hochgezogen wird? Genau, hier ist der Haken, hier ist das Gegenstück. Ah ja, hier sieht man schon die... Ja, das lässt sich nicht vermeiden, weil hier fasst der Haken an, Ja. hier geht Metall auf Metall. Ja, normalerweise könnte man diesen Koffer auch auf dem Auto lassen. Das wird teilweise auch gemacht bei kürzeren Aufenthalten übers Wochenende. Ja. Hat natürlich den Nachteil im militärischen Einsatz, deshalb war diese Leiter da. Im Feld war im Normalfall kein Kran da, Ja, der den ja. Koffer runtergenommen Ja. hat. Und genau das ist ja auch der negative Aspekt von Wohnmobilen. Ne? Du musst ja. Ja. immer dein Zuhause einpacken Ja. und dann losfahren, wenn du einen Ausflug machst oder einkaufen gehst. Und hier ist einfach eine Kombination. Ja. Du kannst es als Wohnmobil nutzen und auch mal 2 Tage stehen. Du kannst aber auch sagen, dass du das ablädst und dann einfach zum Einkaufen gehst und zum Du Ausflug, kannst jetzt oder? mit diesem Ding hier wegfahren, da können 3 Leute drin sitzen, das ist ein moderner LKW, der fährt sich wie ein PKW, Automatikgetriebe, den kann jeder fahren. Besser geht's gar nicht. Ne? Nehmen wir an, es passiert irgendwas, schnell, zack, rauf und dann 5 los. Minuten, je Ja. nachdem. Und was wir hier auch noch sehr schön haben, man sieht es deshalb an der militärischen Nutzung, man hat hier Aufnahmen an dem Koffer, um dieses begleitende Zelt zu montieren. Das ist dort eingehängt und befestigt. Auch hier militärische Nutzung, es muss schnell, es wird einfach eingehängt. Aber ich habe dann hier ein sehr Stabiles. stabiles, wasserdichtes Zelt, wo dann eben die ganzen Campingutensilien drin sind, die man so braucht. Ne? Es gab für die militärische Nutzung von einem Dresdner Fabrikanten eine kleine Feldküche für 15 Leute gedacht.
Die KK15 heißt die, glaube ich. Ja. Und kann dann hier auch kochen. Ne? Aber Camper heutzutage hat es natürlich gern ein bisschen bequemer Extravagant, genau. und kommt heutzutage mit Sachen daher wie mit einer Luftfritteuse. Was es normalerweise eigentlich ja, so früher nicht gab. was so mit Camping, so früher hätte da keiner dran gedacht. Ja. Ne? Das ist alles für die Armee gedacht, das ist wasserdicht, das ist auch schwer. Das also, ist ein Kunststoffgewebe aus DDR-Produktion für sogenannte Sonderbedarfsträger. Man darf das nicht vergessen, das ist alles in den 80er Jahren hergestellt. Das heißt, das ist 40 Jahre alt. Du meinst, was ich ja auch immer, oder was eigentlich alle mitkriegen, das, was so in der früher hergestellt wurde, das hält auch eine Weile. Heute ist doch die Gesellschaft so eine Wegwerfgesellschaft. Die Produkte halten, und gerade Technik, halten ja noch 4, 5 Jahre, danach musst du das nächste holen. Gut, aber hier haben wir eben die militärische Nutzung. Ja, und da gut, ist das stimmt. Da muss es ja halten. Und da muss es eben halten. So, das sind genau diese Sachen. Ne? Das ist von der Denke müsste man es eigentlich andersrum machen, genau, ne? Damit sich hier das Wasser nicht sammelt, aber wickeln. daran hat man dann eben auch nicht gedacht. Ja, aber dann ne? hast du eine Morgendusche. Dann brauchst du gar nicht zum Sanitärgebäude, du kannst dich drunter stellen und habt ihr ganz normale Heringe drin? Hier sind ungefähr so lange Schrauben drin, die eigentlich zu der Montage und zum So Aufbau lang? ungefähr Okay. für Holzhäuser gedacht sind. Irgendwie hat der Besitzer dieser ganzen schönen Anlage einen guten Draht zu diesen Leuten und kriegt diese Dinger immer geschenkt. Also er könnte damit eigentlich schon einen Laden aufmachen. Man sieht hier die klassische Spannbefestigung. Vor allem mit Holz ist Ne? ja cool, ja, oder? Es funktioniert. Ja, cool. Ne? Es funktioniert. Ja, darauf muss man erstmal kommen. So, wenn sowas mal kaputt geht, aus welchen Gründen auch immer, ja, Unwetter, Unglück, sonst was, kann man mit recht einfachen Mitteln diese Spannvorrichtung nachbauen, indem man ein Stück Holz nimmt und 2 Löcher reinbohrt. Ne? Ja. Und das ist So. auch selber gewickelt, oder? Nein, das ist original, das ist Kunststoff. Ah ja. Das kann man so eigentlich gar nicht mehr irgendwie kaufen. Auch die Technik hier oben zum schnellen Aufbauen. Das heißt, hier ist eine Spitze und hier wird einfach diese Schlaufe drüber geworfen und dann gespannt. Ne? Das heißt, keine Verschlüsse oder sowas, die kaputt gehen könnten. Diese Plane hier drüber wurde aus Behelfszwecken drüber gemacht, damit die Sonneneinstrahlung reflektiert wird. Also hier sind Fenster drin, die sehen auch sehr niedlich aus. Ja. So. Das ist ein LHK-1-Koffer, Länge 3,30 Meter, Höhe 2 Meter, Breite 2,50 Meter. Und von dieser Version gab es auch noch einen LHK2, der hatte dann noch mal ein solches Stück dran. Aha, also länger. Der war dann etwas über 4 Meter. Dieser Koffer war speziell für den Robur gedacht und nur als Stabskoffer. Deshalb wurden auch nicht viele von diesen Koffern gebaut. Es gibt Schätzungen um die 170 Stück von dieser Version und von der anderen Version 200 bis 250 Stück. Von dem gibt es noch 170 Stück. Von dieser Version als Stabskoffer mit der kleinen Tür. Ja. Also 170 Stück wurden nur gebaut. Wurden nur gebaut, deshalb sind diese sehr gefragt. Gibt es noch eine Anzahl, wie viele davon überlebt haben bis heute? Würde ich vielleicht von diesen sagen 10, 15, die ich kenne, die man mal auf Treffen gesehen hat, wenn überhaupt. Es sind eben nicht mehr viele. Und auf den Campingplätzen sieht man sie auch sehr selten. Das ist eigentlich der Ursprung von einem Ja, Tiny natürlich, House. natürlich. Genau, das ist der Fakt. Nur es gibt eben keine mehr. Es gibt auch keine Hersteller. Und die Leute, die sich sowas heutzutage anfertigen lassen, sind im fetten 5-stelligen Euro-Bereich. 5-stellig? Ja, und die Leute, die sowas haben, geben das auch nicht mehr weg. Also das ist ein Schmuckstück, kann ich nur so sagen. Wir haben sowas auf keinem Campingplatz gesehen. Und als wir hier zu unseren Sanitärgebäuden gegangen sind, hat der Marco das gesehen und sagt, wir müssen das unbedingt mal vorstellen. So eine alte Rarität schreibt ja auch mal Geschichte. Ne? Da hier drin ist ja Geschichte passiert, woran wir heutzutage gar nicht mehr denken können. Ja, das stimmt. Und das ist einfach so was Mystisches und hat auch was natürlich mit Survival zu tun. Ja. Also wir danken dir, dass du uns das vorgestellt hast. Gern. Wir danken dem Besitzer, dass er uns das zur Verfügung gestellt hat, dass wir das vorstellen durften. Und ich würde sagen, es zieht ein Sturm auf, typisches Deutschlandwetter. Und in diesem Sinne, Hauptsache weg. Hauptsache los.